denn hier passiert? Alles ist in Ordnung, Clarissa. Ist es Ihr freier Wille, mit dem hier anwesenden Hagen von Lahnstein die Ehe einzugehen? Ja, Ein paar Stunden bist du 30. Zu früh für die Kiste. aber zu spät, um ein neues Leben anzufangen. Na, ist das geil? Nee, das hier. Das ist geil. Das ist nicht Ihr Ernst. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Falls es Ihnen entgangen ist, wir produzieren hochwertige Kleidungsstücke hier und keine Kartoffelsäcke. Schauen Sie sich doch mal die Schnittführung an. Oh, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Naja, das kann schon mal passieren. In Ihrer Situation, glauben Sie, man merkt es Ihnen nicht an? Sie sind hier völlig durch den Wind in letzter Zeit. Seit Ihrer Nacht mit Sebastian. Sebastian und ich sind versehentlich eingeschlossen worden. Da ist nichts passiert. Natürlich. Die Liebe ist ein Geschenk. Aber nicht vergessen, auch Verliebte müssen arbeiten. Da wartet ein Berg Arbeit. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Wenigstens weißt du, in welchem Bett du suchen musst, wenn dein Mann wieder mal nicht nach Hause kommt. Bis er dann ganz wegbleibt. Nein, nicht schon wieder. Hör mal, wenn wir schon so Hals über Kopf heiraten, dann müssen wir wenigstens ein paar übliche Rituale einhalten. Und keiner kann uns vorwerfen, dass die Luxussuite Verschwendung war. Ich glaube, das war Rekord. 4 Tage im Bett und davon nur... Ah, bitte, das sind zu viele Informationen für mich, ja? Nur kein Neid, Ansgar. Wisst ihr, warum die Hochzeit als der glücklichste Tag im Leben gilt? Weil es danach nur noch bergab geht. Aber wer wüsste das besser als du? Wie lange hat noch mal deine letzte Ehe mit einer der Wolfschwestern gedauert? Schön, wieder zu Hause zu sein. Lass dich von dem alten Stinkstiefel nicht ärgern. Ich freue mich jedenfalls, dass wir wieder hier sind. Und ich freue mich auf das Training mit Lucky. Ja, aber denk dran, meine kleine Streberin, wir können es ruhig angehen lassen. Wir haben das Frühjahrsklassik gewonnen und wir können auch das ganze Jahr über mit der Nachzucht von Dionysos arbeiten. Also genug Zeit, um Lucky aufzubauen. Ich weiß schon, was wir mit dem Rest der Zeit anfangen. Ja, das reicht jetzt aber auch langsam. Sonst wäre ich ja eifersüchtig. Das muss ja auch nicht. Hier, komm ran. Hör mal, man wird ja nicht alle Tage. Sag das nicht. Auch von mir nochmal alles Gute. Jo. Hier von Kim und mir. Sie kann leider nicht kommen. Frühstück unterwerfen. Jo, danke, kommt rein. Hast du ausgeschlafen? Naja, wohl eher gar nicht geschlafen. Wollt ihr Kaffee oder Tee? Kaffee? Tee. Hey. Alles Gute nochmal. Na, wie fühlt man sich an seinem ersten Tag mit 30? Na, jetzt komme ich halt langsam in so ein Alter, wo ich mir einen Hund zulegen muss, dass ich beim Taubenfüttern nicht so alleine bin. Hat Jessica wohl doch recht. Das war ja vielleicht eine Nacht. Ja, und ich dachte noch, wir müssen ihn heute aus einer Ausnüchterungszelle holen. Naja, ich hatte so eine nächtliche Begegnung. Ist aber bei einer kleinen Anzeige geblieben. Eine kleine Anzeige. Ja, ich hatte so ein paar Dosen leer zu machen. Sonst wäre es halt schade drum gewesen. Er sagt bloß, du hast Graffiti gesprüht. Wie alt bist du noch mal geworden? 15? Hört sich so an, ne? Ich find's aber gut, Andi. Das ist jetzt deine zweite Pubertät, oder was? Komm, ey, da waren die Bullen gestern aber wesentlich entspannter. Ich habe halt gefeiert und was getrunken. Nur schade, dass man mit 30 nicht mehr ganz so schnell ist, um abzuhauen. Ja, mach dir keinen Kopf. Also selbst wenn es sich so anfühlt, du bist noch lange nicht scheintot, nur weil du 30 bist. Mit 40 dann. Ja? Okay? Papa kann ja immer noch einen Arsch versohlen, ne? Da bist du.
Sebastian, was gibt es so Wichtiges? Uns drei? Wir passen schon gut zusammen, oder? Finde ich auch. Ich bin froh, dass du dich für uns entschieden hast. Oh, sind das die Fotos? Darf ich? Na klar. Darf ich vorstellen? Die beiden wundervollsten Frauen, die ein Mann an seiner Seite haben kann. Möchtest du was sagen, Ludwig? Nein. Nein. Ihr seid sehr gut getroffen. Emma sieht süß aus. Ja, wenn du dabei glücklich bist. Ja, das bin ich. Musste das jetzt sein? Er liebt seine Frau. Und er will seine Familie zusammenhalten, genauso wie du. Hagen, willkommen zurück. Guten Morgen, Hagen. Na, wie war die Hochzeitsreise? Zu kurz? Wo ist denn deine Frau? Die ist mit ihrer Familie verabredet. Aha. Und? Umzug schon geplant? Dana zieht nicht aufs Schloss. Hochzeit im Schnelldurchlauf. Sie nimmt unseren Namen nicht an. Und wohnen will sie ja auch nicht. Wozu habt ihr geheiratet? Weil wir uns lieben. Aber dafür muss ich doch nicht gleich aufs Schloss Königsbrunn ziehen. Ich hätte die ganze Zeit Schiss, dass ich irgendwas kaputt haue. Ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, dass irgendwann alle meine Mädchen aufs Schloss abwandern. Also Marlene schafft es doch nicht. Die Cluberöffnung. Wenn sie sich da mal nicht übernimmt. Na, wahrscheinlich tut es ihr ganz gut, wenn sie sich da mal so richtig reinhängt. Ich spreche da aus Erfahrung. Wobei ich es jetzt mal ein bisschen langsamer angehe. Wann gehst du mal was langsam an? Na, Lucky hat sein erstes Rennen gewonnen. Das Gestüt kann sich noch ein Jahr lang auf Dionysos Samen ausruhen. Und dann Oh, das klingt nach einer glitschigen Sache. Also mein Schwager, der verkauft Pferdesamen. Und was macht deiner so? Was ist bloß mit meinen kleinen, süßen, unschuldigen Mädchen passiert? Männer sind ihm passiert. Okay, bevor Papa jetzt hier noch einen Herzinfarkt bekommt, wie sieht's denn eigentlich bei euch mit Nachwuchs aus? Spinnst du? Papa ist viel zu jung, um schon Opa zu werden. In Wirklichkeit hat sie schon die Erstausstattung gekauft und führt eine Liste mit potenziellen Namen. Tu dir keinen Zwang an. Ich habe andere Pläne. Oder hast du schon mal einen schwangeren Jockey gesehen? Ich freue mich, dich so glücklich zu sehen. Also euch so glücklich zu sehen. Ja, jetzt geht's bergauf. Danke. Entschuldigt. Christian, kann ich dich gleich zurückrufen? Ich sitze gerade beim Frühstück. Das ist nicht dein Ernst. 255, 256, 257. Na, was wird das hier? Kampf gegen das Altern? Du musst es ja wissen. An der Punkt ist doch nicht, wie alt man ist, sondern na, ob man in Würde altert oder ob man sich an seiner Jugend festklammert. Oh Mann, ey. Sag mal, spinnst du jetzt? Ja und, dann werde ich eben 30. Aber ich sitze doch nicht mit einer Decke über den Knien auf dem Sofa rum. Na, jetzt komm mal wieder runter. Seit wann verstehst du keinen Spaß mehr? Seit deine Witze so bescheuert geworden sind. Eigentlich bin ich da nur gekommen, um dir dein Geschenk zu bringen. Na, die Faltencreme war nicht das richtige Geschenk. Wo du sie brauchen könntest. Mann, das war ein Witz. Jetzt mach schon auf, du Mädchen. Deine Panamerikaner ist auch drin. Ja, das war schon echt eine geile Tour. Ich hab dich echt bewundert, dass du das durchgezogen hast. Ehrlich. Vielleicht brauchst du einfach wieder sowas. Ja, vielleicht hast du ja ein Problem mit deinem Geburtstag, weil du gerade kein Ziel in deinem Leben hast. Weißt du was? Behalt dein Geschenk und deine scheiß Faltencreme. Schmier sie dir sonst wohin. Andi! Im Schneiders. Gern. Bis später. Ich hoffe, Sie haben genug Zeit, Ihr Privatleben zu organisieren. Das war ein Ersparen Sie guter... mir die Details. Wenn Sie das nächste Date mit einem verheirateten Mann in trockenen Tüchern haben, möchte ich die richtigen Entwürfe sehen. Das habe ich bereits mit Frau von Anstetten besprochen und sitze schon an den Änderungen. Sonja, es scheint mir, als wären Sie mit Ihren Aufgaben ein bisschen überfordert.
Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier um meine Arbeit geht und würde es begrüßen, wenn wir bei der Sache bleiben würden. Wenn Ihnen mein Ton nicht passt, Sie können kündigen. Jederzeit. Das ist ja mal eine überraschende Wendung. Was Sebastian wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass Sie mich loswerden wollten. Oh Gott, wie ich's mache, mache ich's falsch. Da lobe ich Sie bei einem befreundeten Designer und dann ist es auch wieder nicht richtig? Bei Niki Di Lorenzo, der gerade einen Chefdesigner sucht und mir, was für ein Zufall, ein Angebot macht. Ist ja wohl klar, dass Sie das nicht ohne Hintergedanken gemacht haben. Was machst du nicht ohne Hintergedanken? Und als ich heute Morgen den Kühlbehälter kontrolliert habe, da stand der offen. Gestern bei der Samenübergabe war alles in Ordnung. Bitte, wir wollen doch alle mal unser Privatleben zu Hause lassen, oder? Können wir denn nicht testen, ob wirklich alles unbrauchbar ist? Die ganze Nacht ohne Kühlung, da brauchen wir gar nichts mehr zu testen. Wie konnte ich da nur diesen Stallburschen dran lassen? Ja, in meiner Familie gibt's den auch, diesen unseligen Hang zum Personal. Wir sind doch versichert. Ein offener Kühlbehälter, das ist grob fahrlässig, das zahlt keine Versicherung. Wie sieht's mit Rücklagen aus? Nix. Okay. Wir wollten Lucky Star eigentlich langsam aufbauen, aber wenn nun mal keine Zeit mehr ist, dann muss er eben schneller ran. Halt einfach die Klappe, Ansgar, ja? Lucky ist nicht Dionysos. Er braucht Zeit, bis er soweit ist. Wir haben keine Zeit. Hagen hat recht, das ist utopisch, Dana. Was wollt ihr denn? Wollt ihr aufgeben? Also ohne mich. Du hast es mir versprochen. Das wolltest du doch jetzt sagen, oder? Okay, wenn du das so sehen willst. Ach, Sebastian, es ist doch nicht so, als hätte ich ihr eine Schlange unter die Bettdecke geschoben. Niki Di Lorenzo hat ihr ein Angebot gemacht, das war's. Das ist nicht der Punkt und das weißt Ja, du. ja, keine Intrigen mehr. Sag mal ganz ehrlich, was verlangst du da eigentlich von mir? Soll ich seelenruhig mit ansehen, wie sie dich anmacht? Das tut sie doch überhaupt Wie naiv nicht. bist du denn? Du hättest fast mit ihr geschlafen. Glaubst du eigentlich immer noch, ihr war zufällig auf der Toilette eingeschlossen? Mit Ansgar hast du nicht nur fast geschlafen. Dann wie oft noch? Werden wir dieses Gespräch immer wieder und wieder führen? Sag's mir nur, ich will mich drauf einstellen. Und ich möchte dir endlich wieder vertrauen können. Noch ein falsches Spiel gegen Sonja, dann... Gewonnen. Ich darf zuerst in die Dusche. Na gut, bevor du gleich anfängst zu heulen, du darfst mit runter. Hallo? Ich habe dir gerade ein eindeutiges Angebot gemacht. Ich erwarte ein bisschen mehr Begeisterung. Was? Duschen? Alles klar? Ja. Nein, ach, Andi. Mann, der ist irgendwie voll von der Rolle, findest du nicht? Dein Bruder war noch nie auf der Rolle. Mann, jetzt hat er eine 30er-Krise. Es geht vorbei. Ja, und was, wenn nicht? Komm. Andi ist so sensibel wie ein Teebeutel. Hey. Hi. Hi. Ich nehme mal meine Siegerdusche. Das Angebot an den Verlierer steht natürlich noch. Danke nochmal für das Buch. Das ist echt cool. Da sind ein paar coole Touren drin, ne? Ja. Ich hab's mir eben noch mal angesehen. Und dabei ist mir irgendwas klar geworden. Dass du wieder sowas brauchst in deinem Leben. Ich glaube, das ist wie mit Spinat. Spinat? Ja. Das kannst du einfach nicht wieder aufwärmen. Das funktioniert einfach nicht. Zutrauen würde ich dir alles, aber der Druck ist einfach zu groß, wenn ihr jedes Rennen gewinnen müsst. Ja, ich hätte mir auch gern mehr Zeit gewünscht. Aber Lucky Star kann das packen. Noch nicht. Das ist die einzige Chance, das Gestüt zu retten. Oder wir akzeptieren einfach, dass wir den Laden vor die Wand gefahren haben. Wow. Das wird Ansgar sicher gerne hören. Komm, wir gehen nach oben und erzählen uns ihm, dass er recht hatte. Der Lucky ist zu jung, zu unerfahren. Wir dürfen ihn nicht überlasten. Das hast du vor dem Frühjahrsklassik in Krefeld auch gesagt. Und? Wir haben gewonnen, weil wir hart trainiert haben. Und das können wir auch wieder schaffen. Ich habe selbst nicht dran geglaubt, aber ihr habt es allen gezeigt. Und das werden wir wieder tun. Selbst wenn ich trainieren muss bis zum Umfallen. Hey, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Dieses miese kleine Frettchen. Das ist ja mal eine Begrüßung.
Sonja Jäger, Herbst, Winter 2012. Ich nehme an, Ihre Entwürfe sind nicht das Problem. Vergiss es einfach. Nein, halt! Hier geblieben. Was ist passiert? Das, was momentan alle 5 Minuten passiert. Wir streiten wegen irgendeinem kleinen Scheiß. Und dann stellt Sebastian mir ein Ultimatum, weil er mir nicht vertraut. Weißt du, ich kann seinen Text inzwischen runterleiern. Naja, aber wenn dein Mann dir mal ein Ultimatum stellt, dann geht's nicht um eine Kleinigkeit. Tanja, Sebastian ist dein Halt, dein Fels in der Brandung. Nein, Marlene. Inzwischen ist er eine Front. Ich möchte überhaupt nicht drüber nachdenken, wie Clarissa sich die Hände reibt, wenn sie von unseren Problemen hört. Clarissa? Hier geht's um deine Ehe, um Sebastian. Und wenn du ihn halten willst, dann geht das nur mit Vertrauen. Na klar fließt da Blut. Wir reden hier von Vampir. Wofür braucht man noch eine Filmkritik, wenn man so eine Kinokennerin als Freundin hat? Ja, wenigstens weiß man, wann man im Splatterfilm der Film vorbei ist. Stimmt. Plötzlich wandern von oben nach unten alle Buchstaben über den Bildschirm. Nein, alle sind tot. Aber du könntest dich ja vielleicht mal als Komparse bewerben. Psst, seid mal eben ruhig. Schaffte es die 20-jährige Amy Howard aus Pettytown, Colorado, 73 Hotdogs in einer Stunde zu essen. Und sicherte sich damit schon ihren nicht schlecht. Eintrag ins Buch der Rekorde. Ja, ich glaube, da gibt's sonst nicht so viel zu tun. Sie will es schaffen, 100 Nägel in 2 Minuten in einen Baumstamm zu hämmern. Nachahmen bedingt empfohlen. Ihr haut euch 100 Nägel in 2 Minuten, das schaffe ich locker. Ein Veilchenblau schon wieder genau richtig für den Valentinstag. Natürlich schaffe ich das. Na, realistisch. 50, vielleicht 70, aber doch keine 100. Wetten? 100 Nägel in 2 Minuten. Ach, das ist doch Schwachsinn. War ja klar, dass du mir das wieder nicht zutraust. Nein, aber... Dann beweis es und wette. Und warum? Wenn ich gewinne, kriege ich den Muster. Ach, komm schon, du denkst doch eh, ich pack das nicht. Also hast du auch nichts zu verlieren. Okay, um den Mustang. Die Wette gilt! Ich muss aufhören, sie kommt gerade. Natürlich, ich mache es so wie besprochen. Frau Jäger? Herr Schreiber. Schön, dass Sie so kurzfristig einrichten konnten. Gern. Ich habe leider nicht viel Zeit. Kann ich mir vorstellen. Sie sind ja der neue Shootingstar der Branche. Also gut. Kommen wir gleich zur Sache. Unser Label ist ständig auf der Suche nach Talenten. Und Ihre Mother of Incest-Kollektion hat mich umgehauen. Ich will sie nicht abwerben. Sondern? Ihnen ein lukratives Zweitgeschäft anbieten. In Asien war Ihre Kollektion ein Riesenerfolg. Aber für den breiten Markt natürlich unerschwinglich. Und da kommen wir ins Spiel. Mit einem lukrativen Zweitgeschäft. Meine Firma kauft Ihre Entwürfe für die kommende Saison. Zu einem hervorragenden Preis. Und natürlich sehr diskret. Sagen Sie mal, wollen Sie mich verarschen? Wir würden die Kollektion ausschließlich im asiatischen Markt vertreiben. Leicht verändert natürlich. Linie CL wird davon nie erfahren. Und welches Märchen kommt als nächstes? Zumindest wird Ihnen keiner nachweisen können, dass wir die Entwürfe von Ihnen haben. Das ist ein Vorschuss. Bei Übergabe der Entwürfe gibt es den Rest. Nein, danke. Aber Betriebsspionage ist nicht so mein Ding. Überlegen Sie es sich noch mal. Sie können sich jederzeit bei mir melden. Ich kann es Ihnen auch sehr gerne noch einmal aufschreiben, wenn Sie es nicht kapieren. Ich bin nicht interessiert. Danke, dass Sie uns informiert haben. Der will doch nicht ernsthaft unsere Kollektion unter falschen Namen auf asiatischen Billigmärkten verhökern. Wir sollten Sebastian informieren. Wir haben nichts in der Hand. Ja, aber das... Es gibt keine Beweise. Ein mündliches Angebot, da steht Ihr Wort gegen seins. Da hat Clarissa ausnahmsweise mal recht. Frau
Ich habe noch einen Termin. Aber Sie können sich selbstverständlich auf mich verlassen. Sollten wir nicht mit diesem Schmierentheater aufhören? Wie bitte? Na, wir wissen doch beide, was hier passiert. Du willst deine jämmerliche Ehe retten und versuchst dadurch Frau Jäger zu diskreditieren. Du hast ja eine blühende Fantasie. Es ist doch offensichtlich. Erst der Versuch, sie bei der Konkurrenz zu loben und dann das hier. Clarissa, was bitteschön soll ich davon haben, wenn ich unsere Mitarbeiter zur Betriebsspionage anstifte und unsere eigene Firma in den Ruin treibe? Spiel nicht die Unschuld vom Lande. Selbst für deinen Mann wäre es ein Grund, sie zu entlassen. Betriebsspionage. Ja. Ich würde sagen, wir fangen heute mal mit ein paar leichten Aufwärmübungen an. Aufwärmen muss heute kürzer ausfallen. Sonst bin ich bis zum Derby nicht fit genug. Dass euch ausgerechnet verdorbenes Pferdesperma die Bilanz versaut. Möchtest du etwas Bestimmtes? Oder ist dir nur langweilig? Sag mal, hast du eigentlich schon eine Pause gemacht? Ich würde sagen, dann wird's mal Zeit. Nur kurz. Was ist das? Eine Liste mit Pferdemetzgern. Der dritte da soll eine ganz besonders exquisite Wurst machen. Danke, zu freundlich. Aber das Gestüt ist noch lange nicht am Ende. Tja, falls doch noch, du kannst vielleicht auch bei der Konkurrenz anheuern. Als Besamer. Dana. Du tust dir deinem Körper keinen Gefallen. Ey. Okay, 5 Minuten. 10. 7,5? Da hat aber jemand der Kampfgeist gepackt. Weißt du noch, was du zu mir gesagt hast vom Landstein-Derby? Keine Ahnung, viel Erfolg. Nur wer wirklich an sich glaubt und siegen will, hat eine Chance. Was habe ich gesagt? Naja, scheint dir geholfen zu haben. Ich gehe doch nicht in den Horrorfilm, um mir beknackte Teenager anzugucken, die sich 2 Stunden lang anschmachten und es dann doch nicht schaffen, miteinander in der Kiste zu landen. Das ist wahre Liebe. Aha. Dann kannst du ja ab jetzt wieder in deinem Zimmer schlafen. Oh nein. Er tut's wirklich. Ein aussichtsloser Kampf, an dessen Ende er den Mustang an dich verliert. Ich freue mich schon auf die Spritztour. Mann, warum musste ich ihn provozieren? Er war doch ganz scharf drauf. Ja, weil er wegen seinem 30. völlig durch den Wind ist. Und ich muss ihn auch noch zu dieser blöden Wette anstiften. Da ist er von ganz allein drauf gekommen. Außerdem, vielleicht ist das ja das Richtige für ihn. Du hast doch gesagt, er hat kein Ziel im Leben. Jetzt hat er eins. Ja, tolles Ziel. 1000 Nägel in ein Brett einzuschlagen. 100 in 2 Minuten. Mann, er verrennt sich doch damit. Und wie er sich verrannt hat? Wenn du unbedingt willst, dann helfe ich dir, um die Sache wieder auszureden. Ja. Mist, 33. Andi, du kannst auch von der Wette zurücktreten. Daniel hat bestimmt nichts dagegen, ne? Nö. Du hast Schiss. Quatsch. Der Mustang gehört doch eh uns beiden. Nicht mehr lange. Na, dann würde ich mir aber ein paar Schutzhandschuhe zulegen, so oft wie du dir noch auf die Finger kloppen wirst. Ach, Andi, hör doch auf mit dem Scheiß. Du kannst doch mit deiner Zeit echt Besseres anfangen. Du machst das doch nur, weil du dir beweisen willst, dass du noch kein alter Sack bist. Ja, und vergiss die Sprüche von vorhin. Also wenn hier einer ein alter Sack ist, dann bin ich das ja wohl. Stimmt. Das hier ist mein Ticket ins Buch der Rekorde. Jetzt weiß ich endlich, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen will. Ich werde Weltmeister im Nageln. Aber Andi, du... Sorry, ich würde ja gerne mit euch weiterquatschen, aber ihr seht ja, ich habe zu tun.
Hast du mal versucht, dieses Wundersperma zu punchen? Soll mit Wein ganz gut gehen. Wenn ich einen Rat in Sachen Pferdesperma brauche, dann werde ich mich an dich wenden. Ja, Ladenstein hier. Ich rufe wegen der Araber-Auktion an. Ich glaube, er mag dich. Und das, obwohl ich nicht mal mit seiner Frau geschlafen habe. Ups, falsches Thema. Nein, es war nur so schnell vorbei. Ich kann mich kaum dran erinnern. Das glaube ich nicht. Es hat dir gefallen, Tanja. Und du kannst es jederzeit wieder haben. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber ich bin glücklich verheiratet. Und ob es dir gefallen hat. Weil wir beide aus demselben Holz geschnitzt sind. Wenn wir was wollen, dann nehmen wir es uns. Und wenn uns jemand im Weg steht, dann wird er beiseite geräumt. Zumindest warst du früher so, bevor du diesen Langweiler geheiratet hast. Sebastian ist... Die große Liebe deines Lebens. Bitte, erspar uns das. Er hat dich weich gemacht. Hey, du hörst auf. Ja, für heute schon. Wer richtige Trainingserfolge haben will, der darf es am Anfang nicht übertreiben. Diese Woche trainiere ich 2 Stunden täglich, nächste Woche 3 und danach die Woche 4. Du willst 4 Stunden täglich Nägel einschlagen. Ja, von nichts kommt nichts, ne? Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann hast du die ganze Zeit mit diesem Schwachsinn vergeudet. Ja, aber das ist doch kein Schwachsinn. Du hast selbst gesagt, man braucht ein Ziel im Leben und jetzt habe ich endlich eins gefunden. Aber so war das doch gar nicht gemeint. Guck mal, wenn ich das mit dem Hämmern nicht schaffe, dann finde ich einen anderen Weg, um ins Buch der Rekorde zu kommen. Ich könnte zum Beispiel in Ölsardinen baden oder in Wackelpudding. Wackelpudding? Wie ist da der Rekord? Was denn? Ist doch besser als Ölsardinen, oder? Mann, Anni, ich mach mir Sorgen, dass du dich da an irgendwas verrennst. Vor allem machst du dir doch Sorgen, dass du daran schuld bist, weil du mich die ganze Zeit mit meinem Geburtstag so aufgezogen hast. Komm schon, ich versuche nur, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Du hast doch nicht wirklich gedacht, dass ich das ernst meine, oder? Ah, ja, klar. Nein, nein, die Wette, die steht. Aber weil ich da Bock drauf habe, nicht weil es mein neuer Lebensinhalt ist. Ja, ich gebe jetzt zu, ich habe keine Ahnung, was morgen so kommt, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Vielleicht wohne ich mit 40 immer noch hier oder ich habe eine Frau mit 3 Kindern mit einem Haus im Grün. Und dann den Nobelpreis. Ja, genau. Aber ich lasse mich ganz einfach jeden Tag überraschen. Und heute hau ich erst mal 100 Nägel in ein Brett und hab Spaß dabei. Prost. Ja. So, Fury. Ich bin dann mal weg. Kann ich dich hier allein lassen oder trainierst du die ganze Nacht noch? Ich mach nur noch kurz, keine Sorge. Aber easy. Versprochen? Jawohl, Coach. Sehr gut. Du, Hagen und ich wollen später noch ins Kino. In diesem Vampirfilm. Hast du Lust mitzukommen? Du, ich kann leider nicht. Ich muss mich an die einsamen Abende gewöhnen. Holly ist jetzt 5 Wochen weg, also viel Spaß. Dann sehen wir uns morgen. Ciao. Ja. Hey. Schläft der kleine Frosch schon? Mhm. Sie ist gerade drüben eingeschlafen, aber
Ich bin noch gar nicht müde. Es fühlt sich irgendwie so an, als hätten wir heute mal wieder keinen Sex. Es lassen sich eben nicht alle Probleme mit Sex lösen. Gut, Sebastian, was würde dich glücklich machen? Soll ich 100-mal schreiben, ich werde artig sein und die liebe Sonja in Ruhe lassen? Das ist nicht der Punkt. Du hast mir ein Ultimatum gestellt. Ich halte mich daran, es ist alles geklärt. Nichts ist geklärt. Gut. Wenn du dann irgendwann fertig bist mit deinen Zickereien und mal wieder Lust hast, melde dich. Hey. Es fällt mir wirklich gerade erst ein. Ich hab noch einen Termin. Ja. Ich will dich aber wirklich nicht von der Arbeit abhalten. Ja, heute ist eh nicht mein Tag. Ich versuche, Fehler zu verbessern und mache neue Fehler. Du siehst aber auch aus, als wäre heute nicht dein Tag. Nicht so wichtig. Netter Versuch, aber dafür kenne ich dich zu gut. Also, raus. Tanja? Und du bist die Letzte, bei der ich mich über meine Eheprobleme ausheulen will. Ach, das hältst du eh nicht durch, Heulsuse. Mann, Sebastian, ich habe kapiert, dass du nichts von mir willst. Aber ich bin immer noch deine beste Freundin. Also? Ach, mit Tanja was klären zu wollen, das ist wie das BGB auswendig lernen. Lang und schwierig? Zeitverschwendung. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich einen Tanja-Fanclub gründen will, aber du liebst sie. Und wenn du ehrlich bist, so wie sie ist. Ich will aber auch nicht mit einer Frau verheiratet sein, der ich nicht vertrauen kann. Vertrauen ist nicht irgendetwas, was man sich verdienen kann. Du musst dein Vertrauen verschenken. Das ist eine Vorschussleistung. Und dann guckt man, ob es nicht enttäuscht wird. Anders geht es nicht. Du bist eine verdammt gute Freundin. Super. Solche Sätze lieben wir Frauen. Was würde ich nur ohne dich machen? In deinem Leben hoffnungslos untergehen. Na, vielen Dank. Hey, mein Schatz. Oh, du siehst aber gar nicht gut aus. Ja, mir ist irgendwie schlecht geworden. Hast du etwa bis jetzt trainiert? Ja. Das ist kein Wunder, dass es dir dann nicht gut geht. Setz dich mal. Okay, Kino heute ist gestorben, okay? Ja, das glaube ich auch. Ich habe mich übrigens für die nächste Araber-Auktion angemeldet. Ich glaube, da sind ein paar ganz gute dabei. Vielleicht haben wir bald wieder einen neuen Zuchthengst im Stall. Dann muss der arme Ansgar keine Witze mehr über Fortpflanzung machen.
Der wievielte ist heute? Wieso, war was? Dana? Scheiße, ich bin überfällig. Heißt das, du meinst, du bist schwanger? Ich hab's ja wirklich versucht, aber jetzt zahle ich's dir heim. Schreiber? Guten Abend, Herr Schreiber. Tanja von Lahnstein hier. Ja, es geht um das Treffen mit Sonja Jäger heute. Ich möchte Ihnen diesbezüglich ein Angebot machen. Das freut mich zu hören. Was halten Sie davon, wenn wir uns morgen treffen? Gut, ich melde mich bei Ihnen. Ich erwarte Ihren Anruf. Auf Wiedersehen, Frau von Lahnstein. Sie hatten recht. Wir haben den Fisch an der Angel. Wunderbar. To